Und jetzt stehen wir also live hier, immer noch in Zweibrücken auf dem Flugplatzkurs, kurz vor dem zweiten Lauf zur Pro Superbike Meisterschaft. Und die Sonne scheint zwar noch nicht, aber zumindest hat es aufgehört zu regnen und die Strecke ist weitgehend abgetrocknet. Die Startpositionen, die sich die Fahrer im Zeittraining erobert haben, die gelten laut Reglement auch für den zweiten Lauf, wenn der am gleichen Tag stattfindet. Also die erste Startreihe und alle anderen sind genauso geblieben wie vor dem ersten Lauf. Wir aber haben uns mal zurückbegeben in die 6. Startreihe, weil wir möchten Ihnen gerne ein paar der Helden vorstellen, die als Privatfahrer mitfahren bei der Pro Superbike Meisterschaft und die das Ganze natürlich unheimlich kostet, die einfach wirklich mit Enthusiasmus dabei sind. Und einer von denen ist Horst Hardrava. Er fährt für das Lotas Racing Team Landshut. Horst, erzähl doch mal, wie schwierig ist es als Privatfahrer dabei zu sein? Ja, das ist der absolute Wahnsinn, weil man kann sich gar nicht vorstellen, was das für Geldschwierigkeiten sind. Und überhaupt, wenn man nicht viel Möglichkeit hat zu testen und immer mit einem engen Budget arbeiten muss, dann ist man immer der Loser im Endeffekt. Aber man muss immer Vollgas geben und muss sich nach den anderen richten und dann wird es schon passen. Just for fun. Just for fun, und ich finde schon, weder ein Loser bist du bist eher ein Held eigentlich in meinen Augen, weil Jungs, die das machen, die müssen wirklich einfach Idealismus haben und ich glaube, den hast du. Also viel Vergnügen und viel Erfolg vor allen Dingen in dieser Saison. Dankeschön, Horst. Wir gehen nochmal hoch zu Hannes Bichteler. Hannes. Ja, ich begrüße Sie hier auch aus der Kommentatorenbox zum zweiten Lauf an diesem ersten Renntag der Pro Superbike Rennsaison 98. Es dürfte einen Reifenpoker geben. Einige Teams haben sich verschiedene Reifen zurechtgelegt. Ist die Frage, ob man hier jetzt noch umwechselt von Regenreifen auf Slicks, auch der Härtegrad. Im Moment ist die Strecke abgetrocknet, also wir können vielleicht ein Rennen erwarten, das etwas mehr Spannung zulässt, was die direkten Duelle betrifft zwischen den einzelnen Maschinen als im ersten Lauf, wo es doch noch recht nass war. Aber ich denke, ich gebe erstmal nochmal ab zu Jan Stecker in die Startaufstellung. Ja, und wir stehen hier unten jetzt, stehen wir bei Juha Berner aus Finnland. Er fährt für das Castrol Superbike Team Finnland. Juha, did you like the course here on the first race in Zweibrücken? Yeah, this is not the real racetrack, but I think this is a quite good airplane track, and was wet conditions, and my ride was very happy about my riding. It goes perfect, and I think I didn't wear on the limit yet, and I just taken and look at what the other guys do, and. So we hope to see you more in the second race, and we'll expect that you're going to be maybe in the first row. Good luck for the next race. Thank you very much, Juha Berner. Ganz kurz nochmal übersetzt, was er gesagt hat. Er hat eigentlich ein perfektes Rennen abgeliefert im ersten Lauf, trotz des Regens. Aber er freut sich auch darauf, dass es jetzt trocken ist und dass er hier nochmal zeigen kann, dass er auch unter trockenen Bedingungen sehr gut fährt. Juha Berner, good luck. Und nochmal zu dir, Hannes. Wir suchen uns den nächsten Interviewpartner. Ja, das ist ein klasse Ergebnis für diesen Privatfahrer, für den Finnen auf Platz 5. Und ich habe ihn in der Pause gefragt, wie er denn sein Motorrad abgestimmt hat, und sagt er, ich hatte es eigentlich überhaupt nicht. Ich habe nur eine Abstimmung. Im letzten Jahr habe ich immer probiert, zwischen trocken und nass abzustimmen. Das hat gar nichts gebracht. Und so fährt er auf einer Abstimmung und hat es geschafft, als bester Privatfahrer bis auf Platz 5 zu fahren, noch vor Andi Mecklau. Und wir geben noch mal runter zu Jan. Ja, und ich stehe jetzt hier bei Robert Hüber und das ist der Rookie des Jahres im letzten Jahr. Als Rookie eingestiegen in die Pro Superbike Meisterschaft und gleich nach vorne gefahren auf Platz 8 als bester Privatfahrer. Noch den fragen wir natürlich, du fährst für das Heinrich Meier Racing Team. Sag, wie schwierig ist es als Privatfahrer so weit vorne mitzuhalten? Erstmal Glückwunsch zum Rookie des Jahres letztes Jahr. Willst du dieses Jahr noch weiter nach vorne kommen? Ja, richtig schon. Ich habe jetzt bei dem ersten Lauf sehr viel Pech gehabt und bin vor dem anderen an der ersten Kurve an der 5. Stelle runtergefahren worden. Jetzt schauen wir mal im zweiten Lauf, vielleicht haut es besser hin. Ich habe jetzt auf die Schnelle das Motorrad zusammengesteckt. Wird schon alles passen. Toi, toi, toi. Das wünsche ich dir auch. Toi, toi, toi und viel Glück beim zweiten Lauf. Das war's jetzt. Wir müssen verschwinden aus der Startaufstellung und für euch nochmal oder für Sie zu Hause Hannes Bichteler. Ja, die Fahrer werfen ihre Maschinen an. Es geht gleich auf 2 Aufwärmrunden. Doch vorher noch eine kleine Tradition bei unseren Übertragungen, nämlich den Tipp des Tages. Zum Tipp des Tages vom PS Sportmotorradmagazin. Und neben mir steht Robby Kauder, der Redakteur vom PS Sportmotorradmagazin. Seit 8 Jahren schon in der Superbike-Serie dabei und ein intimer Kenner der Szene. Robby, was sagen Sie, wer wird die Nase vorn haben heute? Ja, wir haben gestern im Training gesehen, als es trocken war, der Jochen hat ein ganz, ganz schnelles Motorrad. Und ich schätze, hier im Moment trocknet die Strecke ab. Ich gebe dem Jochen, wenn es trocken bleibt, die Chance für den Sieg im zweiten Lauf. Ein Tipp geht
für Platz 3 an den Christa Lindholm. Und Platz 3, wenn der Ruben Gsaus fit ist, gebe ich ihm eine Chance aufs Podest oder an die Mecklau. Da drehe ich die Hand im Moment nicht rum. Also wir haben es gehört, der Tipp des Tages auf jeden Fall an erster Stelle, wenn es trocken ist, Jochen Schmid. Das war's von uns. So, die Fahrer sind in die erste Aufwärmrunde gegangen. Der Reifenpoker, ich habe es eben schon erwähnt. Ich habe mal einen Blick aus meiner Kommentatorenbox auf die Startaufstellung geworfen und muss feststellen, da waren die Fahrer doch mit äußerst unterschiedlichen Reifen unterwegs. Einige haben noch Regenreifen aufgezogen, andere bereits Slicks. Das kann sehr interessant werden. Dieser Kurs hier 2,79 Kilometer lang. Und es gibt doch die meisten Kurven, ja, die gehen rechts herum. Und nur eine Linkskurve, das könnte bei trockenen Verhältnissen ein Problem werden. Wir werfen einen Blick auf die Startaufstellung mit Blick auf Jochen Schmid. Hier ein kleines Porträt, können Sie ein paar Daten zu seiner Karriere verfolgen. Er steht auf Pole, also das Reglement sagt auch natürlich im zweiten Rennen die Startaufstellung, die im Qualifying herausgefahren wurde. Andi Mecklau neben ihm auf der Ducati, dann Ruben Joos, der Spanier, auf der Team Alpha Technik Suzuki und die erste Reihe komplettiert der amtierende Meister Christa Lindholm auf der Yamaha. In der zweiten Reihe dann Roger Kellenberger, der Schweizer, neben ihm der Südafrikaner Gianni Akerold, dann Robert Hüber und Juha Berner, der für so viel Aufsehen im ersten Rennen gesorgt hat. In der dritten Startreihe dann Uwe Pollheide, Jürgen Halinder, der Gastfahrer aus Schweden, Detlef Guderian und Jean-Pierre Jondin, der heute allerdings nicht beim Rennen dabei ist. Dann in der Startreihe 4 Norman Manz, Frank Heidger, Christian Schneider und Paul Leuthardt. Und in Reihe 5 Trunninger, Skora, Kirk McCarthy, der im zweiten Training so weit zurückgefallen ist, weil er nicht rausgehen konnte auf die Strecke und seine Zeit zu verbessern, und Harald Kitsch. In der sechsten Startreihe Horst Hadrava, auch ein ausgezeichnetes Rennen gefahren im ersten Lauf. Werner Dimperl, Berto Kamlek und Heiko Nickel, und Herr Kamlet ist, glaube ich, auch nicht dabei. In der Reihe 7 Alexander John, Heinz Platazis, Markus Bordin, der den Sturz ausgelöst hat im ersten Rennen, und Gisbert Split. Reihe 8, Sebastian Fitzthum, Ferdinand Franz, Harry Fahrt und Lothar Graus. Reihe 8, Wassermann, Feg, Schmidt und Gillis. Und in der letzten Startreihe Marcel Mendel, der Este N. Adamson und Christian Häusle. So, die Fahrer kommen zurück zu Start und Ziel. Jochen Schmid hat die Position eingenommen, Ruben Joos ebenfalls. Jetzt steht die erste Reihe komplett. Ein Blick aufs Wetter, es ist etwas wärmer geworden, 18 Grad Lufttemperatur, ist ganz angenehm, Asphalt etwas wärmer, immer noch stark bewölkt, bei leichtem Wind, wobei das hier schwierig zu beurteilen ist auf so einem ebenen Flugplatzkurs, da windet es doch immer recht kräftig. So, die Fahrer haben ihre Positionen eingenommen, so allmählich. Die hinteren Startreihen rollen noch auf ihre Positionen. Ja, und ich sehe bei Jochen Schmid, er hat Intermediates aufgezogen auf dem Vorderreifen. Der Blick auf sein Hinterrad ist mir verwehrt von hier. Oh, und Ruben Joos hat bereits Probleme. Ihm ist die Maschine ausgegangen, er bekommt sie nicht an. Das wäre schade, er ist im ersten Lauf gestürzt, er ist weggerutscht an der Stelle, wo er auch im Warm-up gestürzt ist. Hat versucht, eine andere Linie zu fahren, dennoch. Und er kriegt die Maschine nicht an. Und wie es aussieht, wird er nun aus dem Rennen genommen. Schade für Ruben Joos, konzentrieren wir uns auf den Start. Ampel ist eingeblendet, grün, der Start ist frei. Und wieder kommt Jochen Schmid ganz ausgezeichnet weg. Andi Mecklau ist vorne. Und Christa Lindholm auf 2 in die erste links. Jochen Schmid außen. Und Andi Mecklau geht vor Christa Lindholm und Jochen Schmid in diese erste Kurve zum zweiten Lauf in dieser Pro Superbike Meisterschaft 98. Das ist doch erstaunlich. Der Andi hat ein bisschen eine Wut im Bauch gehabt. Ich war in der Pause
bei ihm in der Box. Warten wir mal ab, was sich hier tut. Ich erzähle nachher mehr. Und schon ist Jochen Schmid vorne. Und Christa Lindholm. Also da hat der Andi bereits einen kleinen Fehler gemacht. Offenbar. Und dann auf der 14. Position Roger Kellenberger und er geht ebenfalls an Andi Mecklau vorbei. Der Polesetter des letzten Jahres übrigens, der Schweizer auf der Honda, auf der einzigen Honda hier im Feld. Mit der 11 dann Johnny Akeroyd. Oh, und Jochen Schmid zieht schon auf und davon. Und dann hinter Akeroyd der junge Australier Kirk McCarthy. Kann an ihm vorbeigehen. Tja, das lässt sich doch schon ganz anders an als im ersten Lauf, wo das Wetter doch richtig geführt hat über weite Strecken des Rennens. Also, Schmid vor Lindholm, dann Kellenberger, der hier versucht, innen durchzugehen. Und das schafft er auch. Leicht und locker geht er hier an Lindholm vorbei. Aber das ist ein Stratege, der zweifache Meister, der in diesem Jahr den Hattrick schaffen will. Andi Mecklau auf 4. Und dann kommt schon Kirk McCarthy, der Ersatzfahrer für Udo Mark, für den verletzten Udo Mark, der bereits aber am nächsten Wochenende auf dem Hockenheimring wieder im Sattel sitzen möchte. Hat ja einige Brüche in den Beinen hinter sich nach dem schweren Trainingssturz im Trainingslager von Kenny Roberts in Barcelona. Lindholm im Bild, dahinter Andreas Mecklau, dann McCarthy und dann der Südafrikaner Johnny Akeroyd, der neue Teamkollege von Jochen Schmid, ein ganz sympathischer junger Mann. Der klar. Jetzt schauen wir uns das nochmal in der Zeitlupe an. Roger Kellenberger, da staubt es am Hinterrad. Wunderschöne Aufnahmen. Und da ist er vorbei. Und hier der Führende, Jochen Schmid aus Backnang. Ein echter Schwabe. Ja, und so wie das im Moment aussieht, kann er das wiederholen, was er uns im Training bereits demonstriert hat, nämlich der schnellste im ersten und im zweiten Zeittraining. Und da hat er doch die Konkurrenz ganz schön abgehängt, mit 0,7 Sekunden gleich. Hier Schmid durchs Bild, dann Kellenberger. Erstaunlich, wie gut die Honda läuft. Hier ein Blick auf die Ergebnisse nach Runde 3. Ja, schade für Ruben Schoß, der gar nicht erst starten durfte, nachdem er im ersten Fall gestürzt ist. Und hier sehen wir noch mal fast einen Highsider hinter Roger Kellenberger. Von Christa Lindholm war das. Das hat er uns im ersten Lauf schon gezeigt. Allerdings war es da pitche nass. Hier auf diesem Flugplatzkurs, auf dem zum zweiten Mal gefahren wird. Allerdings in diesem Jahr mit einer völlig veränderten Streckenführung, die doch alle Fahrer sehr begrüßt haben. Und Jochen Schmid kann hier doch schon deutlich wegfahren. Er führt bereits mit 3,4 Sekunden vor Roger Kellenberger. Dann knapp dahinter Christa Lindholm, gefolgt von Andi Mecklau, Kirk McCarthy, John Akeroyd. Und dann der Druninger auf der 7. Ein Mann, der hier erst ganz spät gemeldet hat. ...38 Fahrer aus 12 Nationen sind ja hier am Start. Das neue Regelwerk hat also doch was bewirkt. Die Gewichtserhöhung auf 170 Kilogramm, da müssen keine teuren Teile eingekauft und eingesetzt werden. Das kann man verkraften. Gleichzeitig diese... Oh, und hier geht Kirk McCarthy an Christa Lindholm vorbei.
Dieser Kirk McCarthy, der nur ein Rennen wohl fahren wird, wenn der Udo in der nächsten Woche in Hockenheim wieder mit dabei sein wird. Und jetzt ist bereits wieder Christa Lindholm vorne. Bäumchen wechsel dich auf den Positionen 4 und 5, 3 und 4. Ja, Kirk McCarthy. Ein guter Mann. Oh, und hier ein Sturz von der Startnummer 10. Das ist Detlef Guderian. Hat er da touchiert? Scheint ihm nichts passiert zu sein. Weg von der Maschine. Das Wichtigste bei diesen schweren Superbikes, bei diesen Big Bikes. Und ein Blick auf Position 2, 3, 4. Und wieder geht Kirk McCarthy an Christa Lindholm an derselben Stelle vorbei. Und Lindholm kontert auch wieder identisch wie einige Runden zuvor. Ja, die Startnummer 50, Kirk McCarthy. Er soll hier einfach mal schauen, dass einige Meisterschaftsanwärter nicht so viele Punkte holen. Diese ein bisschen einbremsen. Wirklich ein guter Mann, der in Australien die Superbike-Meisterschaft fährt. Und das hier ist ein ganz enges Duell. Und vielleicht kann da Andi Mecklau auch noch rankommen. Und dasselbe Spielchen wieder. McCarthy geht an Lindholm vorbei. Und dahinter lauert Andi Mecklau. Für mich ein großer Favorit eigentlich gewesen im ersten Rennen. Im Regen. Ich war dann bei ihm und habe gefragt, was war los. Er sagt, er hat nichts gesehen. Sein Helm hat beschlagen. Er sagte sogar ganz offen, ich war nicht besonders gut vorbereitet in Sachen Helm. Hat da keine Pflege betrieben. Ganz anders manche Fahrer, die da zum Beispiel Autopolitur auftragen auf ihr Visier am Helm. Und das soll reichen. Und hier sehen wir nochmal das Manöver, wie McCarthy an Christa Lindholm vorbeigeht. Eine wunderschöne Aktion. Und der Führende im Bild, Jochen Schmieds. Ja, und da war der Andi schon ein bisschen stinkig, dass das nicht so geklappt hat. Und Jochen Schmieds mit der schnellsten Runde. Also, er kann sich absetzen. Er beweist, Kawasaki hat wirklich gut gearbeitet über den Winter. Sind wohl auch die Maschinen mit dem größten Topspeed, der hier so bei rund 270 liegt. Und jetzt geht's an die Überrundungen. Da muss er aufpassen. Aber da ist er zunächst mal durch. Das ist das Problem natürlich auf einem relativ kurzen Kurs wie hier in Zweibrücken. Und hier der Stand in Runde 7. Jochen Schmied, Roger Kellenberger, Kirk McCarthy, Christa Lindholm, Andreas Mecklau und Johnny Eckerold. Also ein erlesenes Feld auf den vorderen 6 Plätzen. Wobei man auch sagen kann, wenig Überraschungen. Das sind die Jungs, die wir eigentlich auch vorne erwartet haben. Wenn da auch nun der Spanier Ruben Schoß fehlt. McCarthy geht an Kellenberger vorbei und setzt sich an die 2. Position. Also dieser Junge hat schon drauf. Schade, dass wir ihn im Lauf der Saison nicht mehr wiedersehen. Aber da kommen ja noch andere starke Fahrer nach, die heute nicht dabei sind, weil ihre Maschine noch nicht so weit ist. Oder eben wie Udo Mark verletzt sind. Aber der macht uns viel Spaß. 4. im ersten Rennen. Und nun liegt er hier auf Platz 2 hinter Jochen Schmieds. Aber da muss auch er durch den Pulk. Vorsicht, Vorsicht. Oh, oh, oh.
Und was ist hier? Hat er sich da etwas verbremst? Roger Kellenberger ist wieder innen durch. Ja, er liegt wieder vor McCarthy. Da haben Sie eben noch Jochen Schmidt durchs Bild huschen sehen. Also er hat doch schon einen beträchtlichen Abstand. Und McCarthy, Sie sehen es, er hat hier Geschwindigkeitsüberschuss im 6. Gang. Nun geht es runter in die erste links. Runterschalten in den 2. hat man noch so knapp 100 drauf. Dann wieder hoch zur nächsten links bis auf rund 150. Alles im 2. Dann herunterbremsen auf 125. Dann geht es auf die Gegengerade. Hochbeschleunigen in den 4. bis 230 circa. Dann kommt die Schikane links und rechts wird im 1. gefahren. Rund 60 Stundenkilometer. Dann heißt es wieder hochbeschleunigen 192. Hier McCarthy im Bild. Die langsamste Stelle ist die letzte links hier auf Start und Ziel. Und jetzt kann sich Kirk McCarthy doch schon beachtlich absetzen. Hat Roger Kellenberger Probleme. Und Christa Lindholm schaut, dass er den Anschluss nicht verliert, aber möglicherweise fährt er auch auf Nummer sicher. Er war auch völlig überrascht, dass die Yamaha im ersten Lauf auf Regen so gut funktioniert. Die Reifen hat er gelobt und hier schmeißt einer die Maschine raus. Ist das Johnny Akerold? Ich kann es hier so nicht erkennen. Es beginnt wieder zu regnen, liebe Zuschauer. Und darauf ist wohl auch dieser Sturz zurückzuführen. Der ist richtig weggeschmiert. Und jetzt wird die Überlegung. Es wird abgebrochen, die rote Flagge. Und der Jochen Schmidt reißt die Arme hoch. Es ist so viel Strecke absolviert in diesem 2. Lauf, dass er auch als Sieger gewertet wird. Und als Zweiter geht Kirk McCarthy durchs Ziel. 3. Roger Kellenberger und Christa Lindholm an der 4. Stelle. Der Andy McLeod dann auf 5 vor Johnny Akerold, wenn das nicht die Kawasaki von ihm war, die vorhin in den Dreck musste. Also ich höre eben, das Rennen wird nicht neu gestartet, sondern die Erwertung erfolgt nach dem Start, nach der Start-Ziel-Durchfahrt, eben nachdem die rote Flagge geschwenkt wurde. Also die Ergebnisse bleiben definitiv so bestehen. Schmidt, McCarthy, Kellenberger, Lindholm, Akerold, McLeod, Troninger. Ein tolles Ergebnis für den Privatmann. Und dann geht es wohl bereits an die Überrundungen. Ja, es beginnt doch wieder heftiger zu regnen. Sicherlich eine gute Entscheidung der Rennleitung. Wir wollen hier keine Verletzten sehen. Bisher ging an diesem Wochenende in der Beziehung alles gut, auch wenn sich wirklich viele hinlegten, aber eben nur mit Materialschaden. Also, dann kann man sagen, Jochen Schmidt hat es geschafft. Ja, der Wenn und der Hätt, was wäre gewesen, hätte noch einer der Fahrer, McCarthy, Kellenberger, Lindholm, Akerold, um es mal so zu sagen, vielleicht noch McLeod, eine Chance gehabt, weiter vorzukommen. Lassen wir einfach mal so stehen. Ich denke, das ist ein tolles Ergebnis. Und damit gebe ich zunächst mal ab nach München. Sie sehen es, meine Damen und Herren, es hat sich nichts geändert. Der 2. Lauf ist zwar trocken gestartet, aber danach hat es wirklich angefangen zu schütten. Und Sie sehen es selbst, es ist immer noch am Schütten hier. Und die Entscheidung mit Sicherheit richtig, denn viele Fahrer waren ja mit Reifen unterwegs, die für trockene Bedingungen vorgesehen waren. Und von daher wäre es viel zu gefährlich. Dieses Rennen hätte man es fortsetzen lassen. Jetzt aber sind wir gespannt darauf, was die Rennleiter entscheiden. Aber bis die Entscheidung raus ist und bis wir einen von den Kommissaren bei uns stehen haben, der Ihnen Rede und Antwort steht,
kommen wir nochmal zurück zu einem echten Schmankerl für Sie, unserem Gewinnspiel nämlich. Hier ist es. Hallo Rennfans, ich bin Jochen Schmid vom Team Kawasaki Deutschland. Und ich bin der Johnny Ackroyd, der Teamkollege von Jochen. Da gibt es wieder dieses Jahr ein Pro Superbike Gewinnspiel. Und dabei könnt ihr diese Kawasaki ZX7 im Wert von 20.000 D-Mark gewinnen. Und was es sonst noch zu gewinnen gibt, seht ihr jetzt. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist ein E-Mail oder eine Postkarte an diese Adresse senden. Und wir wünschen euch dazu schon jetzt viel Glück. Good luck! Sie sehen es hier, Jochen Schmid, Kirk McCarthy, Roger Kellenberger, Christa Lindholm und Johnny Ackroyd. Also eine absolut internationale Wertung hier im zweiten Lauf. Andy McLeod dann auf 6, Samuel Droninger, eine hervorragende Leistung dieses Privatfahrers. Fitztum, Hüber, Berner die ersten 10. Dann der Schweizer Paul Leuthardt auf 11, Kitsch, Skora, Heidger und Schneider. Das die Fahrer in den Punkten in dem verkürzten zweiten Lauf. Im Hintergrund sehen Sie es, die schönen Lachen hier auf dem Flugplatz in Zweibrücken. Ja, und hier haben wir noch mal eine schöne Superzeitlupe des Siegers Jochen Schmid, der den zweiten Lauf, bis es zu regnen begann, doch eindeutig dominierte, muss man so formulieren. Ja, das war also der Auftakt der Pro Superbike Serie 98 hier in Zweibrücken. Etwas widrige Wetterverhältnisse natürlich, aber das kann man sich nicht aussuchen und Rennsport ist eben so. Die Fahrer können sich auf sowas in der Regel auch einstellen, nur wenn man natürlich trocken startet, dann muss man auch abbrechen. Ansonsten müsste man neu starten, aber es waren bereits 11 Runden gefahren. Ja, und das sind die Rennfans, die wahren Rennfans, die immer noch ausharren, denn hier finden heute auch noch weitere Rahmenrennen statt. Aber da muss man auch mal abwarten, wie das hier noch weitergeht. Das war auf jeden Fall der Auftakt dieser Meisterschaft. Und das war's soweit von meiner Seite. Ich gebe runter zunächst mal zu Jan Stecker. Ja, und die Entscheidung der Rennleiter war völlig richtig, denn mittlerweile schüttet es wirklich wie aus Kübeln. Unglaublich, was hier runterkommt. Das ist schon fast ein Hagelsturm, also mit absoluter Sicherheit die richtige Entscheidung. Die Zähne gehen kaum noch auseinander, so prasselt der Regen nieder. Wir haben Jochen Schmid, zumindest sehe ich ihn. Jochen, komm mal rüber. Den Sieger des zweiten Laufes. Jochen, erstmal herzlichen Glückwunsch. Als es noch trocken war, sah es so aus, als wenn du wirklich allen anderen einfach so davonfahren konntest. Wie kam das? Hat dein Motorrad so perfekt die Abstimmung gefunden, dein Team? Nun, ich muss sagen, wir haben natürlich jetzt für Trockensetup gepokert, habe gehofft, dass es nicht mehr regnet und haben auch scheinbar die richtige Reifenwahl getroffen und ich habe mich absolut sicher gefühlt, auch auf den nassen Stellen. Und wie gesagt, jetzt war es eben andersrum, vorher hatte der Christer leichte Vorteile und dass ich natürlich so abfahren konnte, war umso besser. So hatte ich etwas Zeit, wo es dann anfing zu regnen. Ich wusste ja nicht genau, wann das Rennen abgebrochen wird und konnte so mein Risiko und meinen Einsatz etwas reduzieren. Und ich muss sagen, traumhaft. Der erste Sieg wieder und wir sind dabei. Dadurch wird die Saison natürlich auch schön spannend in diesem Jahr, das hoffen wir zumindest. Und es sieht so aus, als wenn du wirklich in diesem Jahr Christa Lindholm das Wasser erreichen kannst, vor allen Dingen vom Material her auch. Und da freuen wir uns auf eine richtig spannende Saison. Dankeschön, Jochen Schmid, und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Tschüss. So, und ich begrüße jetzt Kurt McCarthy bei mir, den Zweitplatzierten. Da haben wir ihn, Kurt. The only time that you're going to start on the Pro Superbike Championship and you're right in the right corner at the right time, second place. Are you happy with that? Yeah, I was very happy. I was very fortunate. We made a good decision with the tyres for the second race, and in both races I got good starts. And the second race wasn't quite as good a start as the first one, but I was still able to come through. And I was very happy with the way the Suzuki is running at the moment.
and the Dunlop tyres are working very well. Also, um es kurz zu erklären, ich habe ihn gefragt, ob er zufrieden ist. Er wird wahrscheinlich das einzige Mal hier sein heute oder überhaupt bei der Pro Superbike Meisterschaft als Ersatzfahrer für Udo Mark. Und er sagt, das Team hat die optimale Abstimmung gefunden. Das Motorrad lief sehr, sehr schön. Vor allen Dingen die Reifenwahl war die richtige, mit Dunlop nämlich. Und ich denke, Kurt McCarthy, we're very sorry that we only see you one time on this racing track and on this racing series. But I hope you do best in your other series. And thank you very much for coming and congratulations for the second place. Thank you very much. It's a pleasure to be here. The weather is not so good today, but when I arrived it was perfect, and the people have been very good and the racing's good also. I hope to come back maybe for a couple of races later in the season. We would like to see you again. Thank you very much. Also er hat gesagt, er kommt vielleicht noch mal zurück, wenn es sich ergibt und wenn er noch mal einspringen kann. Ansonsten hat es ihm sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben jetzt Roger Kellenberger und der bringt mir einen Schirm. Ich liebe diesen Mann. Danke, Roger. Wie fühlst du dich? Rennen abgebrochen war bestimmt nicht so schlimm für dich, weil du hast ja mit dem 3. Platz zum 2. Mal jetzt im 2. Lauf was Gutes erreicht. Ich war mit den Slicks unterwegs und von dem her war ich froh, dass abgebrochen wurde, weil es wurde wirklich langsam etwas rutschig. Also auch die richtige Entscheidung der Rennleiter, oder? Die Rennleitung war sicher die richtige Entscheidung. Ich hätte gern noch ein bisschen weitergefahren, aber was will ich machen? Sei zufrieden mit dem, was du erreicht hast, und da kannst du auch zufrieden mit sein. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass du mit dem Schirm jetzt in Richtung Siegerehrung gehst. Dankeschön, Roger Kellenberger, und viel Erfolg demnächst. So, und ja, stehe ich schon wieder im dicksten und schönsten Regen und ich glaube, jetzt gebe ich es mal ab zum Hannes und suche mir einen Schirm. Ja, du Armer. Und liebe Zuschauer, Sie sehen es, jetzt gießt es wie aus Kübeln. Unglaublich also. Das Ergebnis, die Entscheidung der Rennleitung war absolut richtig, hier abzubrechen. Das macht keinen Sinn. Das geht so nicht. Und nun ein Blick auf die Siegerehrung. Die 3 Herren sind beschirmt mit entsprechend großen Schirmen. In der Mitte Jochen Schmid, dann Kurt McCarthy und Roger Kellenberger, der zweimal den 3. Platz heute zum Auftakt der Pro Superbike belegt hat. Ich höre jetzt keine Siegerehrung, vielleicht hat da auch der Lautsprecher versagt. Oder besser gesagt die Elektrik, die hier etwas zu viel Feuchtigkeit abbekommen hat. Ja, und hier sehen Sie einen unserer Kameraleute. Keine wahre Freude bei so einem Wetter. Die Zuschauer haben sich auch weitgehend verflüchtigt. Aber wenn man natürlich auf dem Podium steht, macht einem das recht wenig aus. Ja, in der nächsten Woche dann das 2. Rennen auf dem Hockenheimring. Wäre schön, wenn Sie auch mal selbst vorbeikommen. Vielleicht ist das Wetter nicht ganz so grauslich, wie es hier in Zweibrücken war. Ich fand's nett, ich fand's schön. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und gebe nochmal ab zum Jan und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Dankeschön, Hannes. Und ich habe einen neuen Freund gefunden. Der arme Kerl muss jetzt so lange neben mir stehen, bis ich mit dieser Ansage fertig bin, denn der ist der Einzige, den ich auftreiben konnte mit einem Schirm. Es war trotz alledem ein spannender Renntag, glaube ich. Und wenn es Ihnen so viel Spaß gemacht hat wie uns, dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Wir zeigen Ihnen jetzt nochmal die nächsten anstehenden Termine, wünschen Ihnen noch einen wunderschönen, nicht verregneten Sonntag und verabschieden uns damit. Tschüss. Just around the bend, the J's and and you just might win. You're up before you're up, the power's on. Excitement, just around the bend, the J's